Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs. Es ist wieder soweit. Der Weg hat mich wieder. Bin auf dem Altmühltaler Panoramaweg unterwegs. Keine Ahnung, welche Folge das jetzt gerade ist. Gebe ich zu, habe ich nicht geschaut. Ich weiß bloß, es sind noch 3 Etappen. Wenn das so funktioniert, wie ich es mir eingebildet habe. Das heißt, übermorgen, ja ein bisschen später als jetzt, stehe ich in Kelheim an der Donau, am Kanal, im Zentrum. Wir werden sehen, lasst dich überraschen. Heute geht es von Beilngries bis Mayern. Da habe ich mein Auto geparkt, bin jetzt mit 2 Bussen hierher gefahren, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das funktioniert einigermaßen wieder. Und ja, werde jetzt, nachdem ich ein paar Höhenmeter schon zurückgelegt habe, mich in Richtung Dietfurt bewegen und dann über die Altmühl gehen, auf die andere Seite wechseln und dann dort bis Mayern wandern. Bin jetzt hier gerade in Beilngries an dem Friedhof vorbeigekommen. Man könnte also auch unten beim Seniorenheim das Auto stehen lassen und dann hier rauf kommen. Und hier ist dann die Schießanlage des Jägervereins Hubertus Beilngries. Da steht das Schild. Komm, schauen wir uns das mal kurz an. Ich glaube, Montagmittag wird hier keiner schießen. Sollte eigentlich dann abgesperrt sein. Das ist ein ehemaliger Steinbruch. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Ja, Schießstand, Schießanlage. Betreten verboten. Hier gibt es so ein Vereinsheim. Hier kann man Brotzeit machen mit Tischen und Bänken. Aber das sieht cool aus. Das sieht toll aus. Genau. Schießanlage. Wo ist die Kamera? Sollte mich wundern. Das ist der Schießstand. Ich nehme an, da hinten sind die Scheiben drin. In diesem Gebäude. Und hier wird mit Aufliegen geschossen oder was? Bataronen. Ja, hier kann eigentlich nichts passieren. Schön Nutzungsbestimmung, la. Cool. Toilette. Läuft. Gehen wir weiter, hä? Weil wir haben ja heute noch ein bisschen was vor. Ich meine, die ersten 2 Kilometer sind ein Anfang, aber noch nicht das Ende. Also tun wir mal ein bisschen weiter wandern. So, endlich ist der Lärm der Straße und dieser Baustelle verstummt. Ich bin jetzt oberhalb von Beilngries. Ich würde jetzt sagen, auf dem höchsten Punkt, zumindest für die ersten Kilometer. Das ist hier dieser Waldlehrpfad Arzberg, den bin ich schon raufgegangen. Ist ein breiter Forstweg, hier oben sind einige Parkplätze, bis hierher darf man mit dem Auto fahren, deswegen kam mir vorne noch eins entgegen. Der ganze Lehrpfad ist 2,8 Kilometer lang und ich habe schon öfters was darüber gelesen, also der scheint ganz gut zu sein. 2,5 Kilometer, also so wie die Wege hier aussehen, kann man die mit Kinderwagen, selbst mit Rollstuhl machen. Und wie bereits erwähnt, ist das hier oben ruhig, weil der Lärm der Straße unten bleibt. Es geht ein wenig auf den Hügel rauf. Ganz schön zu laufen. Bin jetzt gerade durch eine Kastanienallee hier hochgekommen. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal ein Stück weiter auf jeden Fall. Sehr schön hier oben. Waldlehrpfad, ja, Naturpark Altmühltal. Also nichts Picknick und solche Geschichten, obwohl die Wiese da groß genug wäre. Ist halt so, damit es länger erhalten bleibt. Dann gehen wir mal noch ein bisschen. Oh, übrigens, Beilngries hat einen kleinen Flugplatz. Ich denke, man hört es, man sieht es wahrscheinlich kaum. Da fliegt er. Eine kleine einmotorige Sportmaschine, die wird gleich unten wahrscheinlich auf dem Platz landen. Das ist ein Wiesenflugplatz. Aber ganz idyllisch gelegen im Altmühltal. Übrigens habe ich gerade noch was dazugelernt, weil das ein Waldlehrpfad ist. Versuche ich natürlich auch was mitzunehmen, außer meine Spuren auf dem Weg zu hinterlassen. Man sagt so gewöhnlich, du zitterst ja wie Espenlaub. Der Baum heißt Aspe, wie Aspenlaub. Und die Aspe ist eine Art der Pappel. Und da die Blattstiele abgeflacht sind,
wackeln die Blätter viel leichter im Wind. Und das Rascheln erzeugt halt dieses Geräusch. Und deswegen sagt man, du zitterst wie Espenlaub, du frierst eigentlich schnell. Daher kommt das Ganze. Gut, ne? Weil es so schön war, machen wir jetzt ein bisschen Musik. Schön her. Wer hätte das gedacht, dass ich musikalisch bin? Und noch etwas Lehrreiches habe ich letztens beim Mann im Wald, Ben, liebe Grüße, falls du das irgendjemals siehst, gelernt. Dieses ist keine Stieleiche, obwohl sie sehr ähnlich aussieht, die gleichen Blätter hat. Aber das ist eine Traubeneiche, weil die Eicheln wie Trauben am Blatt sitzen. Und nicht jede einzelne Eichel einen Stiel hat. Noch was gelernt. Wie schon auf den anderen Teilstücken, ja, außer auf den ersten zwei oder auf dem ersten, ist der Weg wieder sehr gut markiert. Er ist eigentlich nicht zu verfehlen, wer das schafft. Coole Nummer. Jo, bin jetzt hier die ganze Zeit schon alleine. Also die ersten 5 Kilometer habe ich niemanden getroffen. Ich gehe mal davon aus, da das heute Montag ist, werde ich auch nicht so allzu viele Menschen treffen. Vielleicht in der Nähe der Ortschaften wieder die Gassigeher. Aber das war's, glaube ich. Ja, alles in allem, das Wetter hält. Naja, du siehst, es ist überall ein bisschen dunkel um mich herum. Auch nach vorn. Aber mei, bis jetzt blieb es trocken. Hoffen wir, dass es so weitergeht. So, weil wir vorhin die Traubeneiche haben, haben wir jetzt die Stieleiche. Das heißt, jede einzelne Eichel hat ihren langen Stiel. Das ist der Unterschied. An den Blättern sieht man es nicht. Sind wir Waldwissen schon wieder ein Stück vor. Klasse. Ich bin gut, oder? Achtung. Absturzgefahr. Zutritt für Unbefugte verboten. Bei Absturzgefahr wüsste ich zwar nicht, wer befugt ist, aber es scheint da jemand zu geben. Und wenn du, ich halte mal ein bisschen still. Ach, da unten sind Kinder. Siehst du es? Und da sieht man überall die Längsrisse. Kann jederzeit kaputt gehen. Kann jederzeit was abbrechen. Und hier so 2 Meter, 3 Meter vor mir ist die Kante. Ist aber schön gelegen. Herrlich. Und das ist das Altmühltal. Coole Ecke, oder? Finde ja. Ja, und die basteln da unten. Leo haben sie hingeschrieben. Ich fasse es nicht. Krass. Mein Enkelchen. Leo. War gestern da gewesen. Cool. Okay, ich schweife ab. Bis gleich. Habe jetzt gerade Töging passiert. War recht einfach, gut ausgeschildert wieder. Da gibt es einen Biergarten und eine Pension. Also hier könnte man sich Zimmer nehmen. Und hier gibt es einen Biberspielplatz. Also auch für Kinder ist das wunderbar. Da hinten ist noch eine Picknickbank. Da kann man sich hinsetzen. Hier ist eine Bank. Spielplatz mit Wasser und was zum Klettern. Und hier ist der Biber mit der Motorsäge geschnitzt. Und ah ja, der geht direkt am Ufer entlang von der Altmühl. Hier sieht man das. Genau. Ich habe was über den Biber geschrieben. Also hier in Töging. Schön. Sportplatz ist leider neben. Kann man den Biber sehen durch das Fernrohr? Ne, glaube nicht. Ne? Da ist er. Oh, oh, was anderes. Das Biber-Trampolin.
Oh, das lockert. Gut. Und übrigens, das ist so ein Biberpfad. Der geht hier durch, hier lang und da drüben rein in dieses Altwasser, sage ich jetzt mal, dieses stehende Gewässer. Hier ist jetzt eine alte eiserne Brücke, unter der ich vor 6 Tagen durchgefahren bin. Da drüben ist wieder ein schöner Rastplatz mit Feuerstelle. Wahnsinn. Aber ich werde den weglassen in Anbetracht dieser dunklen, fetten Wolken. Jo. Und hier kann man schön rüber gehen. Hier hängt ein bisschen durch. Sollte aber noch stabil genug sein. So. Da bin ich letzten Dienstag ein paar Stunden später hier unten durchgefahren. Herrlich. Paddeln auf der Altmühl kann ich übrigens auch wärmstens empfehlen. Vielleicht nicht unbedingt Samstag, Sonntag in der Ferienzeit, aber selbst das. Es gibt so viele Bootsverleiher. Kann man machen. Ist wirklich entspannt das Ganze. Zwischen Beilngries und Dietfurt muss man zweimal umsetzen, das Boot. Zweimal ein Wehr. Eins kommt da hinten, eins ist weiter vorn. Es sind 9 oder 10 Kilometer insgesamt. Ist ganz gut zu machen. Oder man bootet hier aus und lässt sich hier abholen. In Töging. Da spart man sich das zweite Wehr, weil das kommt sowieso gleich. Und danach kommt eigentlich dann schon der Kanal. So, ein erstes Etappenziel hätte ich erreicht. Das ist Dietfurt. Da unten ist Griesstetten. Die hätten auch eine Pension und einen Gasthof. Aber sieht man das? Da hinten, ganz hinten, da lugt so ein kleines Gebäude vor. Dort hinten ist mein Tagesziel. Es sollten jetzt noch so 7 Kilometer sein. Ich gucke mal, wie viel ich weg habe. Oh, jetzt ging es noch mal berghoch. Leute, da kennt man, naja, 11,6 passt schon. Da kennt man die 6 Frühschichten und das Aufstehen um 3:30. Das sitzt dann doch in die Knochen. Zumal das überhaupt nicht meins ist. Aber durchbeißen. Ich bin jetzt gerade hier so ein Phänomen auf der Spur, das habe ich schon mehrfach erlebt. Da kommt der Biber raus, über den Weg und frisst hier die Stelle vom Maisfeld kahl. Hat schon überall abgesäbelt, wie so ein Weltmeister. Das ist natürlich für ihn die einfachste Art, an frisches Grün zu kommen und das liebt er nun mal. Deswegen killt er auch Bäume, damit er an die Rinde und an die zarten Blätter und so weiter rankommt. Und hier hat er es natürlich sehr einfach. Hier wird ihm das alles, braucht nicht viel nagen, fast auf ein Tablett serviert. Aber interessant ist das schon. Und hier sieht man richtig die Spur, wie die weit reingeht, mitten durchs Maisfeld. Zack, dahinter. Finde ich interessant, wie die Tiere sich an die Gegebenheiten anpassen, die wir ihnen letzten Endes anbieten, obwohl wir es eigentlich nicht wollen. Ich glaube nicht, dass der Bauer scharf drauf ist, dass der Biber seinen Mais holt. Wow, was für eine Eiche. Irre. Die ist bestimmt schon ein paar 100 Jahre alt. So große Krone, so weit verzweigt. Ein Prachtexemplar. Krass. Ja, dicker Stamm. Keine großartigen Verletzungen. So, der Tag ist geschafft. Die 10. Etappe ist vorbei. Und ja, ich bin ganz gut durchgekommen. Große Teile habe ich natürlich nichts von der Altmühl gesehen, da ich da von Beilngries bis Töging über diesen Arzberg gelaufen bin. War aber trotzdem schön, recht interessant. Man hat zu beiden Seiten ein bisschen Ausblicke, aber naja. Ja, es waren wieder keine Leute unterwegs und trotzdem war es wirklich schön. Vom Wetter her hat es gepasst. Wir werden sehen, was morgen passiert. Jo, das soll es gewesen sein. Ich denke, die
Die Bilder waren ganz okay. Die bringen das einigermaßen rüber. Also, jo, das war's von mir für heute. War schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich suche mir jetzt noch einen Schlafplatz. Bleib gesund, bleib mir gewogen, bleib neugierig und geh ab und zu vor die Tür. Also, bis zum nächsten Mal. Tschaußen, dein Olli.